Hallo zu Teil 5 unserer länger als gewöhnlich Motorradreise durch das sehr interessante Königreich Marokko. Beim letzten Abreiseversuch aus der wunderschönen Stadt Essaouira wurde mir aufgrund meiner Fischessphobie schlecht, als ich dem Monk einfach nur beim Verzehr einer Mini-Portion Fisch zusah. Er nannte das kontaktlose Fischvergiftung, typisch Monk. Heute geht es mir aber wieder gut und es kann weitergehen. Gen Norden am Atlantik entlang. Wir wissen noch nicht, wo wir anhalten und übernachten werden. Rabat als letzte der 4 Königsstädte soll aber dabei sein. Und ich möchte wieder mal in Rick's Café in Casablanca vorbeischauen. Uns sind schon in Essaouira außerhalb der Medina diese vielen Eselgespanne zum Transport aufgefallen. In diesem Ort hier gibt es auch eine Menge davon. Wie ist eigentlich der Umrechnungsfaktor Pferdestärken in Eselstärken? Vielleicht habe ich ja dann statt 95 PS 150 ES unter meinem Popo. Souira Kedima ist zufällig der Küstenort, an dem Travel Monk vor 5 Jahren auch pausierte. Er vermutet dies schon während unserer Trinkpause in einem Strandcafé. Ganz sicher ist er sich dann, als er eine Runde zur alten Festung am Strand dreht. Und das hier fahre ich jetzt das zweite Mal ab, weil meine GoPro 10 wieder bei der Hitze versagt. Aber die vielen Möwen, die hier vorhin aufstiegen, die sind jetzt weg. So ein Pech. Ärger, Schluchz, mi. Das hier scheint ein Urlaubsort für Einheimische zu sein. Wir donnern die Strandpromenade parallel fahrend herunter, um den obligatorischen Minzetee mit einem Kilo beigelegten Zucker zu schlürfen. Ja, guten Tag. Sie wissen wohl nicht, wie es weitergeht. Für 5 Dirham fahre ich vor. Einheimische empfahlen uns wärmstens Kuralitia, direkt am Atlantik. Da gibt es eine schöne Lagune, wilde Wellen und der König hat dort auch einen von N-1 Palästen. Klingt wie ein Urlaubsort am Meer für die marokkanische Oberschicht. Wir finden ein kleines bezahlbares Hotel, können unsere Mototos in den Innenbereich stellen und haben es nicht weit zur Lagune und dem brachial tosenden und bereits hörbaren Atlantik. Nach einem guten, fischfreien Abendessen erleben wir erneut einen wunderschönen, stimmigen Sonnenuntergang. Das Frühstück war jämmerlich, aber wir lernten einen norwegischen Rentner kennen, der Afrika mit dem Rad durchqueren will. Mega Chapeau. Vorbei an Fischständen, Alina wechselt die Straßenseite, zieht es uns noch einmal zum tosenden Atlantik und zur Lagune.
laufen einem Ausflugsboot-Provider mitten in die Arme. Eine halbe Stunde in der Lagune herumtuckern, das ist okay. Nur den Königspalast sollen wir nicht fotografieren. Machen wir auch nicht. Hey, die rastenden Vögel absichtlich stören. Ich denke, der Mann bekommt kein Trinkgeld von uns. Wir haben es ja heute nicht allzu weit, nur 90 Kilometer bis El Jadida, nördlich von hier. Es geht am Meer entlang, unmittelbar hinter den Dünen wird hier kleinflächig Landwirtschaft betrieben. Kurz vor El Jadida wieder Chemieindustrie, ein großer Hafen, riesige Gasspeicher. Wir finden das Art Suites Hotel, ein weiterer von Liane und Peter vor kurzem erprobter, motorradfreundlicher Hoteltipp. Es ist im Grunde ein 5-geschossiger Betonklotz, der innen wie ein Riad gestaltet wurde. Das Ganze liegt günstig in Meer- und Medina-Nähe. Der Hotelgarten ist bereits mit 8 französischen Motorrädern zugeparkt. Im Foyer liegt das Gepäck von einer afrikanischen Frauengang, die in westafrikanischer Lebensfreude wild durcheinander wuseln. Es ist die gambische Frauenfußballmannschaft. Die sitzen gerade im Frühstücksraum und stimmen laute Kampfgesänge an. Ein Zimmer wird gerade frei, der Rest ist quasi etwas von den Fußball-Amazonen verwüstet worden. Aber vielleicht hat auch nur eine F-16 in einigen Zimmern gewendet. El Jadida hat UNESCO-Weltkulturerbestatus, zumindest die alte portugiesische Stadt hinter hohen Mauern am Meer, die zur nordafrikanischen Medina mutierte. Zur Sicherung der Wasser- und Proviantversorgung ihrer Schiffe auf dem Seeweg nach Indien gründeten die Portugiesen hier bereits Ende des 15. Jahrhunderts einen Stützpunkt, der ab 1514 unter dem Namen Massaguao zur Hafenfestung ausgebaut wurde. Die portugiesischen Befestigungsanlagen des 15. bis 18. Jahrhunderts mit ihren Eckbastionen und Mauern gelten als bedeutendes Beispiel der Militärarchitektur der Renaissance. In der Altstadt gibt es eine Zisterne bzw. früheres Waffenlager, einen Wehrgang und einige Händler. Nur die letzteren haben noch geöffnet. Alina sucht einen Teppich für ihren Flur, eigentlich suchen wir aber was zu essen. Wir kommen erneut an einen Teppichhändler vorbei, der zieht Alina in den Laden. Er will 80 € für das kleine ausgewählte Stück, natürlich feinste Berber Handarbeit, für die er vielleicht maximal 20 € bezahlt hat. Alina möchte den kleinen Teppichvorleger gern nehmen. Ich handle auf 70 € runter. Erst jetzt wird Alina klar, dass es sich um Euro und nicht um Dirham handelt und das Ding nicht mal fliegen kann. Das ist ihr nun doch zu viel. Auch ist sie sich mit der Größe nicht ganz sicher. Es war ein Missverständnis, kann passieren. Der Händler macht ständig Druck, ist jetzt ein wenig angepisst. Alina findet den Weg heraus und wir endlich ein Restaurant. Und so beschäftigen sich die Einheimischen am Abend und so wir. Und die Alina, die kann es einfach nicht ertragen, wenn die königlichen Geldscheine nicht geordnet im Portemonnaie liegen. Ja. Und da hat sie heute... Das geht doch nicht, so bunt durcheinander. Und ein König mal auf dem Kopf und mal von hinten. Ja, ich krieg da jetzt mein Geld geordnet. Ist das nicht toll? Oh, danke. Endlich wieder geordnet, das Königsgeld im Portemonnaie. Eigentlich könnten wir ja heute weiterfahren. Aber da es hier so schön untouristisch ist, legen wir noch einen Trödeltag ein. Besuchen noch einmal die alte portugiesische Festungsstadt am Meer, die zur marokkanischen Medina mutierte. Die Zisterne hat leider geschlossen, soll saniert werden. Ich bekomme von einem Halbwüchsigen eine Kusshand. So ein frecher kleiner Hobbit. In dieser Stadt stehen ja diese sprechenden Personenwagen herum.
Wir wollen es jetzt wissen. Können Wagen lügen? Haben jetzt gerade Undercover-Wiegen gemacht. Alina zeigt mir es nicht. Doch, ich zeige es. Gucke hier, das hier unten sind die Kilos. Das war vom Vorgänger. Deswegen zeige ich mir es jetzt auch nicht. 1 Dirham. Machavatikum. Ja, ich tue viel zu viel Tikum da, ne? Wo? Wow. Wir müssen aber trotzdem etwas essen. Eine Hähnchenbraterei soll es heute sein. Die Alina, die macht hier ein Katzen-Shaper-Paket fertig für die Katzen, die draußen warten. Denn Alina kann es absolut nicht haben. Weil das Essen weggeworfen wird. Richtig. Katzen-Shaper-Package. Die erste von Alina beglückte Katze. Man hat den Speed drauf. Ganz ohne Konkurrenz. Alina ist glücklich. Dass es los wird. Unsere heutige Strecke ist wieder eine kürzere. Von El Jadida nach Casablanca sind es knapp 100 Kilometer. Wir machen uns 11:30 auf den Weg. Ja, wir sind kleine Bummelinchen, aber wir haben ja auch genug Zeit. Wir nehmen die Küstenstraße weiter nach Assamur, einer kleinen Stadt, ebenfalls mit ehemals portugiesischer Festung an der Flussmündung des Erbia, des größten Flusses Marokkos. Auf den Straßen dort herrscht wieder geschäftiges Treiben. Vor uns taucht die mächtige Stadtmauer auf, durch die Tore sind die Souks zu erkennen. Wir wollen uns allerdings nicht verzetteln, das heutige Tagesziel ist Casablanca. Der Monk hat dort sogar schon etwas vor. Die Küstenstraße verläuft kaum noch in Sichtweite vom Atlantik. Die Ortschaften gehen scheinbar im Großraum Casablanca ineinander über. Es wurde und wird viel gebaut, vor allem schicke Wohnsiedlungen. Das ist jetzt bereits mein 3. Besuch in der 4-Millionen-Stadt Casablanca. Wenn du in Marokko etwas ganz Spezielles brauchst, dann findest du es in Casablanca oder gar nicht. Ich suche Kettenspray. Bei Harley gibt es sowas, sogar SW Motec und Touratec Zubehör. Unsere heute früh frisch gebuchte Unterkunft mitten im Zentrum von Casablanca ist wirklich der Hammer. Ein kleines modernes Apartment mit Küchenzeile, Balkon und begehbaren Kleiderschrank, ein Bett hinter Showglas und eine sichere Tiefgarage on top. Was willst du mehr? Oh, schau mal, die haben sogar ein Kunstwerk von der letzten Generation signieren lassen. Schau du auch mal, das marokkanische Fernsehen bringt gerade mein kleines Offroad-Abenteuer zum einsamen Strand von Iftane. Echt abgefahren. Casablanca ist nicht so der Hotspot für Touristen, außer wenn sie die gigantische Moschee von Hassan II., die Hauptsehenswürdigkeit der Stadt, sehen wollen. Ich fand es hier immer spannend. Ich bin 2010 das erste Mal auf meinem Rückflug aus Westafrika für einen Tag hier gestrandet. Casablanca ist die größte Stadt Marokkos und das wirtschaftliche Zentrum des Landes. Gegen 19 Uhr machen wir uns auf Richtung Moschee Hassan II., des größten Gotteshauses des Landes, direkt am Atlantik gelegen. Die Sonne ist schon untergegangen, die riesige Moschee wird angestrahlt und sieht noch gewaltiger aus. Zu einem großen Tor eilen Männer ins Innere, ziehen die Schuhe am Eingang aus, packen sie in einen Beutel und knien sich weiter vorn in der Reihe zum Gebet nieder. Wir dürfen einen Blick vom Tor aus hineinwerfen, Nicht-Muslimen ist jetzt der Zugang allerdings verboten. Es gibt Führungen durch das Gebäude, dafür müssten wir morgen Karten kaufen.
Dieses gigantische Bauwerk ist eine der größten Moscheen der Welt und bietet in der Gebetshalle Platz für 25.000 Personen. Die 1993 fertiggestellte Moschee hat mit 210 Metern Höhe das zweithöchste Minarett und ist das zweithöchste religiöse Bauwerk der Welt. Zu Abend essen wir in der Nähe zufällig bei einem Mann, der in Nordhausen studierte, dann eine Ausbildung zum Altenpfleger machte und 2007 wieder nach Marokko zurückkehrte. Das Frühstück in unserem schicken Apartment wird in Happy Meal Tütenform gereicht. Wir schaffen die Führung um 11 in der Moschee nicht mehr. Schade. Das ist das 3. Mal, wo der Monk jetzt nicht in dieses Bauwerk reinkommt. Mal schauen, was Casablanca noch so zu bieten hat. Wir fahren mit einem ehrlichen Taxi zum Platz der Vereinten Nationen zu einem Turm. Ich habe ja einen Hang, Türme zu besteigen. Der Uhrenturm und das gesamte Gebäude ist natürlich abgeriegelt. Schade. Dann mal in der alten Medina vorbeischauen. Fast alle Stände sind geschlossen. In einem Männercafé machen wir eine Teerast. Alina ist dort die einzige Frau. Wir sind fast am Highway, der am Meer vorbeiführt. Rick's Café müsste hier irgendwo sein. Wir finden es, ich erkenne es schon von Weitem wieder. Schau mir in die Augen, Kleines. Rick's Café da hinten, ne? Wer es nicht lesen kann. Natürlich hat Rick nicht mitten am Tage auf. Versteht sich. Da mir der Monk unbedingt Ricks Café zeigen möchte, reservieren wir telefonisch und surfen noch ein wenig durch die Stadt, chillen hier und da, bis es Abend wird. Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Ich habe hier mal 2010 einen Whisky während einer Flugzwangspause getrunken und 2018 den Türsteher vom Motorrad ausgegrüßt. Heute möchte ich rein, Alina den Laden zeigen. Der berühmte Film Casablanca wurde 1942 nicht hier gedreht, sondern überwiegend in Studios in Hollywood. Rick's Café entstand damals ebenso im Studio für $9.500. Katie Krieger war Handelsattaché an der US-Botschaft in Marokko und quittierte aus Anlass des von George W. Bush ausgerufenen Kriegs gegen den Terror den diplomatischen Dienst und gründete 2004 dieses wundervolle Café hier. Sie behauptete später, dass sie den Film 200 Mal angeschaut hat, dass auch jedes Detail stimmt. Leider verstarb Katie bereits im Juli 2018 im Alter von 72 Jahren. Spiel es, Sam. Spiel as time goes by. You must remember this. A kiss is just a kiss. Wir bestellen ein paar Drinks und ein gutes Abendessen. Das teuerste auf dieser Reise. Es kostet ein kleines marokkanisches Vermögen. Wir setzen uns nach dem vorzüglichen Essen in die erste Etage. Hier ist es noch schöner als unten. Der alte Film läuft auf einem TV in Wandvertäfelung in Endlosschleife. Die Bar, die Tische am Kamin, der Blick hinunter auf den Innenhof. Bezaubernd. Und sicher schöner als die damalige Filmkulisse im Hollywood-Studio. Das war ein wunderbarer Abend, genau wie ich ihn mir vorgestellt und gewünscht habe. Das nächste Mal bitte mit Komparsen, wie im Film. Oder den Marx Brothers. Nicht schlecht, ne? Das ist also deine Frau, aha. Nein, das ist nur mein Kamel. Ich möchte auch so ein Kaugummi haben wie das Kamel. Kommen Sie, jetzt geht es ins Hotel. Zum Die Hotel. werden Sie nie reinlassen. Jeder... Moment mal, lassen Sie dich da rein? Ja. Ab jetzt nicht mehr, ich bin der neue Hotelmanager. 1946, nur 4 Jahre später, drehten die anarchistischen Marx Brothers eine Parodie auf Casablanca. Die finde ich immer noch lustig und sehr schräg, aber schweife ab, unsere Reise geht weiter. Super pünktlich um 11 Uhr verlassen wir die schöne Stay-Here-Unterkunft. Unser Tagesziel heißt heute Rabat.
die vierte der Königsstädte und Hauptstadt des Landes. Wir finden keine passende Unterkunft mit Privatparkplätzen am Haus in unserer Preislage. Überall nur öffentliche Parkplätze mit hohen Gebühren. Wir fahren das Bel Air Hotel an. 100 € für ein Doppelzimmer? Im Buchungsportal steht 75. Der Portier lenkt ein. Die Motorräder dürfen auch neben dem Eingang parken. Da steht immer Personal. Das Zimmer ist nicht gerade riesig, aber sauber und mit Balkon. Das interessante Bahnhofsgebäude ist gleich die Straße runter. Wir sind sozusagen im Bahnhofsviertel und die Kneipe, die wir für das Abendessen ansteuern, passt ins Klischee. Es gibt Bier und es wird geraucht. Das Essen kommt von einem benachbarten Imbiss. Nach dem gestrigen Festmahl in Ricks Café in Casablanca und den Hotelpreisen hier mal ein bisschen weniger auf den Kopf hauen. Passt schon. Wir laufen die Geschäftsstraße Richtung Medina hinunter, gönnen uns ein Eis, schlendern durch die Verkaufskassen. Keiner der Verkäufer will uns in sein Geschäft ziehen. Sehr angenehm. Wir lassen uns durch die Medina treiben. Der Monk tankt in einem kleinen Shop noch ein paar Gigabyte auf seine SIM-Card, nachdem er von einem anderen Händler, der nichts vorrätig hatte, weitergereicht wurde. Du bist die Alina, wa? Gegenüber dem Bab El Had bestellen wir in einem Restaurant 2 Milchshakes. Und was bekommen wir? 2 Gläser mit Instant-Kakao. Der junge Kellner nahm bestimmt am Online-Kurs Kreatives Verstehen und Bedienen teil. Und das hier ist sein Gesellenstück. Ich beginne den Tag mit einem Besuch des Königspalastes. Travel Monk sagt, dass er darauf keine Lust habe, noch müde vom nächtlichen Plocken sei. Laut Stadtplan ist der Palast ganz in der Nähe vom Hotel. Nach Ablaufen der Palastmauer und Registrierung meines Passes darf ich auf einem Hof frei herumlaufen und sehe zumindest den Palasteingang. Das ist der Königspalast. Steht auch eine Wache davor. Es gibt eine Wachablösung, aber ich weiß nicht wann. Ah, da kommt die Palastwache. Extrem unzackig. Nichts ist choreografiert, wie zum Beispiel in London, Moskau oder Athen. Naja. Stimmt, ich bin noch müde. Das Tagesvideo für den Blog-Eintrag gestern ist aber schon mal fertig. Heute wird ein moderat freier Tag. 2018 streifte ich Rabat nur kurz, fuhr nach Meknes weiter. Dabei hat Rabat eine Menge zu bieten. Es ist nicht nur die Hauptstadt des Landes, sondern auch als zweitgrößte Stadt desselben die lebenswerteste. In einer Städterangliste anhand der Lebensqualität belegte Rabat im Jahre 2018 den 117. Platz unter 231 untersuchten Städten weltweit. Die Stadt erreicht damit eine der besten Platzierungen auf dem afrikanischen Kontinent. Und das sieht man ihr auch an. Erster Stopp ist die außerhalb der Stadtmauern gelegene heilige Grabstätte Chela mit ihren wuchtigen Mauern und den beiden achteckigen Türmen des Haupteingangs weithin sichtbar. Die Totenstadt wirkt wie ein verwunschener Platz, eine Oase der Stille. Die Kombination aus antiker Ruinenstätte und maurischem Mittelalter, heidnischem Altertum und muslimischem Totenkult ist für Marokko einmalig. Leider hat die Nekropole geschlossen, wird 3 Jahre lang renoviert. Wir können nur um die Mauern herumlaufen, entdecken unten im Tal einen einzelnen Wolkenkratzer, der wie ein Zahn aussieht. Es ist der Mohammed VI. Tower, ein 255 Meter hohes Gebäude mit 55 Stockwerken. Ein Prestigebauwerk. Next Stop, das 44 Meter hohe unvollendete Minarett der großen Moschee, die im 12. Jahrhundert unter dem Sultan Yaqub el-Mansur zur zweitgrößten Moschee der Welt werden sollte. Daraus wurde aber nichts mehr. Die Baumaßnahmen wurden nach seinem Tod 1199 für immer eingestellt.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Hassan-Turms, am anderen Ende der heutigen Moschee-Ruine, befindet sich die Grabstätte König Mohammed V., die aus dem Mausoleum, einer Moschee und einem kleinen Museum besteht. Hier liegen also der Großvater und der Vater des heutigen Königs begraben. Nach dem leckersten Kuchen, den wir bisher in Marokko verputzten, geht unsere Stadtbesichtigung weiter. Wir lassen uns zur Kasbah Oudaya, die gigantische Festung am Oudaya-Felsen, fahren. Höchst beeindruckend. Das 10 Meter hohe Haupttor Bab el Oudaya ist mit kunstvollen Reliefs geschmückt. Die dahinterliegende Hauptstraße, die Rue Chamar, führt auf eine große Terrasse an der steil zum Meer abfallenden Kasbah-Mauer. Im Labyrinth der kleinen Kasbah-Gassen erlebt man eine wunderbare Ruhe inmitten von schneeweißen und kobaltblau getünchten Häusern und kleinen Souvenirläden im andalusischen Stil. Es gibt keine aufdringlichen Händler. Die alte Kasbah mündet in einen Palast, der im Innenhof den prachtvollen Jardin Andalou beherbergt. Eine Gartenanlage, die mit ihren gleichmäßig arrangierten Blumenbeeten und Stauden zum Verweilen und Träumen einlädt. Dort befinden sich neben höchster Pflanzakrobatik 2 Museen mit marokkanischer Volkskunst. Wir sitzen im gut besuchten Garten herum, schauen überwiegend einheimische Leute und den traumhaften Garten an. Alina verkündet, ihre kleine Liste abgearbeitet zu haben. Mein Schrittzähler explodiert gleich bei 16.000 Schritten. Und mein neuer Kumpel Fersensporn meldet auch ein, jetzt reicht es aber durch. Wir streifen noch durch die Medina auf Abendessensuche. Alina verliert noch ein paar verstohlene Blicke auf Teppichläden, möchte aber nicht rein. Vermutlich gibt es auch hier keine 8-Euro-Teppiche. Höhö. Ah, ich hab's geschafft. Hast du geschafft? Ah. Ja, wollen wir jetzt was essen gehen? Ja, wir gucken jetzt mal hier. Am Fluss Bourg-Grec, der hier in den Atlantik fließt, gibt es eine Art Flaniermeile mit Restaurants. Hier herrscht reger Ausflugbetrieb der Rabatianer. In einem Restaurant lassen wir uns nieder, nette Kellner, laute Umgebung, Halligalli. Essen schmeckt, rückwärts warten wir ewig auf ein Taxi. Ein paar Bilder in der Baumfahrradallee der tanzenden Reisetanten machen, Vollmond, Horizontale. Gute Nacht. Das, liebe Streamlinge, war Teil 5 unserer extra langen Marokko-Motorradreise. Dieses Mal etwas städtelastig, dafür wird im letzten Teil 6 wieder mehr gefahren. Wir machen dann einen Abstecher ins Rifgebirge, chillen noch einmal in einem kleinen Fischerdorf bei einer netten jungen Frau direkt am Meer ab, werden die berühmte Emigrantenstadt Tanger besichtigen und treten eine sehr, sehr langsame Heimreise via Schiff und quer durch Frankreich an.
In Frankreich nehmen wir uns dann 7 Tage Zeit, um langsam gen Deutschland gen Hamsterradleben zu rollen, nicht ohne noch eine Menge interessanter Motorradkilometer zurückzulegen. Bei Gefallen vergesst bitte nicht, uns zu abonnieren, auf die Glocke zu klicken und uns einen Like zu schenken. Das ist des Videocutters Brot für den nächsten Teil, der schon in Arbeit ist. Bis dahin, tschö mit Ö. And peace all over the world.